Lange dauert es nicht mehr und wir haben endlich die 50-Part-Grenze geknackt hier bei Tales of Berseria. Und ihr seht schon, wir sind überall umzingelt von Monstern, die uns nur also gerne fressen würden. Aber wir fressen sie zuerst. Zumindest wenn es nach Velvet Crow geht. Ganz kurz gucken, was haben wir da? Alles Alles solche Schwächen. Okay. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Muss ich auch nicht, war sowieso gleich vorbei. Level up für Rokuro. Hast du einen neuen Kochlevel erlernt? Sehr geil. So, komme ich da überhaupt schon hin? Weil ich weiß, wir müssen natürlich nach links rüber, aber so ein großes Tor, da kann ich ja kaum widerstehen. Dankeschön. Dann hier schönes Pfirsich-Chili. Kann man auch immer gut gebrauchen. Vor allem mittlerweile. Ich komme rein. Wir waren ja schon mal, wa? Natürlich waren wir hier schon mal. Festung Meeresströme mal verarschen? So, wir sind jetzt hier plötzlich. Bin glaube wow. Bin glaube ein bisschen verwirrt gerade. Egal. Ja, hier ist ein Turm, das sehen wir natürlich alle. Sag mal, verarschen. Hey, ist das der Windtempel aus Destiria? Also, vom Ort her und so, könnte doch gut sein. Vor allem episch wegen Zavi, dass wir ihn hier treffen. No one on guard. They're really not bothering to hide this trap. They probably knew we'd sense it. The question now is just what they're planning to spring on us. Gute Frage, nächste Frage. Ich war jetzt erwähnt, dass mit dem Windtempel. Ich müsste echt lachen, wenn das wirklich der Windtempel ist. Wohl damals doch, glaube ich, Zavida kam ja auch vor, aber amatisiert haben wir uns hier noch mit Dessel, war? Das war auch da die große Prüfung und so, wo ja ganz viele jemand runter, wir mussten ihn nie auffangen, weil ihn ganz merkwürdig. Sprich sogar uns runterfallen lassen. Währenddessen amatisieren, wieder hochfliegen und naja. Irgendwie so in der Art war es doch. Nun gut, Freunde, ich würde sagen, nochmal speichern. Oh, der Mann hat ausgelassen sich gerade. Wir sind ja bei Part 49 bereits. Ich habe Part 48 ausgelassen im Speichern. Schande über mich. Ja, im Sinne von pro Part einen Speicherslot. Egal. Nee, ist doch nicht. Oder? Da haben wir einfach umgebaut. Von außen doch wetten können, es wäre der Turm. Nun egal, haben wir irgendwo Exorzisten zum Trainieren oder ist es einfach nur ein bisschen zum Durchmarschieren? Jedenfalls noch ein paar Punkte einsammeln, Truhen öffnen. Okay. Da geht es vielleicht oben weiter, ja, sieht so aus. Habe ich irgendwo eine Treppe, nicht dass es so aussehen würde. Zerbrochenes Artefakt. So, was oben war nicht gerade viel los. Geh mal hier durch, um zu schauen. Ah, da haben wir schon mal eine Treppe, sehr interessant. Warte mal, so eine Treppe. Nee, warte mal. Der Aufbau der Treppe und so weiter, wenn man sich das mal vorstellt. Könnt ihr euch erinnern, es gab in Cestiria, das war ziemlich noch am Schluss. Ja, nee, wenn man halt ziemlich auf einer Karte her westlich ging. Glaube ich, oder nach der Wüste und so weiter hatten wir einen Ort. Ist das sogar auch Lothringen? Weiß gar nicht mehr. Da haben wir noch den alten Typen getroffen, der quasi da irgendwie, ich weiß schon nicht mit dem, uralt oder quasi sogar unsterblich war. Der irgendwie ständig die Geschichte weitergetragen hat, oder sprich die Geschichte aus alten Zeiten, für neue Generationen und so, aufgearbeitet hatte, etc. etc. Weiß den Namen von dem Typen nicht mehr. Der hat auch das Buch dabei, was so jemand dabei hatte. Da war doch dieser Ort, diese Ruine, wo wir da, glaube ich, zum letzten Mal auf ihn getroffen sind, oder?
Ja, wie gesagt, kann man natürlich auch täuschen. When and how did Ifrid disappear exactly? And how did you two meet in the first place? You know, you ask an awful lot of questions about us. What? I don't mean to pry, really. Perhaps it's a habit I picked up from my work. Drat. It seems I've been digging too hard. No matter. Ifrid vanished about a year ago. He agreed to fight a duel against someone, and secretly left to meet his opponent. Once we figured out what was happening, we rushed to the scene. But all we found was the aftermath of a fight, and a pendulum. Was Zavid his opponent? Given his choice of weapon and his ability to fight, I'd say it's likely. What I don't get is why Ifrid would end up captured and imprisoned by the Abbey after a fight with a stray Moloch. The Abbey had him prisoner? On their island. Until an exorcist named Melchior took him away, that is. What? Lord Melchior did? The Abbey would have captured Ifrid about a year ago. Surely it must have caused quite a stir. I was simply patrolling. I wasn't involved in any such operations. Oh, but I do remember that we suffered a great number of casualties around that time. I never heard why, and when I went to investigate, I found no records of any major deployment. And then I was ordered to cease any such investigation by Lord Melchior. That's fishy. He wanted to hide something, clearly. And I think I'm starting to get a picture of what it was. And it involves the Abbey? Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Da ist doch ein... Ja, das behauptet ja, es ist dort. Aber egal. Komm. Schauen noch ein bisschen um. Da drin geht es ja offenbar... Oder... War es da unten gar nicht? Nein, ich habe zu wenig Scheiße. Das kommt auch selten vor. Da denke ich mir immer, ja komm, wir haben so viele Katz-Dinger und dann hört sich, oh nö, ist halt die Katz. Ja, schöne Scheiße. Wo geht's hier noch überall hin? Ich meine, ja klar, ich finde hier noch ein paar Kugeln, das ist immer schön. Mangel Schleife, dankeschön. Ah, hier kann man gar nicht durch. Also geht's natürlich auch. So, mal gucken, haben wir noch irgendetwas Brauchbares für die ganze Truppe hier. Wir haben doch mittlerweile noch ein bisschen was gefunden. Da geht der Angriff ein bisschen hoch, da lohnt es nicht wirklich. So, irgendwo hat eine neue Schleife gefunden, natürlich auch schlechter und schwächer ist. Das ist die aktuelle, da ist irgendwie auch alles für die Karte. Aha. Der Love ist jetzt schon. Ja. Zack, 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 zack. Gehen wir um 10 hoch. Egal. So, Freunde, das war der Ausflug nach oben. Wir haben natürlich immer noch zu wenig Katz-Dinger. Ja, natürlich. Ah, meine Nase juckt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, Freunde. Nase jucken bei Michael. Ein harter Kampf steht bevor. Ein sehr harter. Jetzt eigentlich so aus. Sie hat alle voll. Okay, wir können die mal ausswitchen nachher. Dann schicke ich doch mal... Essen, lasse ich Essen drin. Ich würde sagen, ja, mach's mal so. 40 sind es. Ja, mal schauen. So, ich glaube, den Ort mehr oder weniger schon abgegrast. Fehlt eigentlich nur noch das hier und dann... Gucken, was da im Sternsymbol so dahinter steckt. Eindeutig eine Art Trainingsgelände. Wo trainieren die bloß? Man hat, dass ich hier was zu futtern haben. Okay, da sehe ich auch noch ein, aber... Oh, das ist eine Truhe. Ein großer Trainingsraum. Ja, in der Mitte, aber ist der wirklich so groß? Das ist natürlich ein anderes Thema. War auch alles zu schwach. So. Jetzt wird's lustig. Ifrid. So, this is Von Ifrid.
Eisen, it's good to see you again. So you're alive. You could have sent a letter. When have you ever written a letter to another man? True. Aside from my little brother, not even once. Your brother? Ah, yes. You told me that once. Eisen, why? I've got no brother. Enough of your tricks! Thanks for luring him out. I owe you one. Zavid. Now come on out, you old coot! Lord Melchior. Breaking through my double illusion. Impressive. I make it a point not to fall for the same tricks twice. I shouldn't have let you get away last time. I won't make that mistake again. What? Why am I here? Her consciousness has returned, so that is its power. He turned her into a demon. What? This can't be happening. A chain reaction. Your Reaper's curse is quite a dreadful affliction, isn't it? Don't you run away! Heads up! Wyvern's coming! Moment mal ganz kurz. Was war das gerade für eine krasse Scheiße? Alter, ich dachte schon, als Eisen erwähnte, kleiner Bruder, ich so, hä? Spinne jetzt ich oder spinnt die Übersetzung? Dann plötzlich, wenn man aufgeschlagen hat, okay, logisch, hat ihn versucht, hat ihn getestet, Dann plötzlich Edna, wir haben natürlich nur den Hintergrund gesehen, also von hinten gesehen, aber trotzdem dachte ich so, yeah, das ist sicher nicht die echte Edna. Dann wieder, yeah, und dann Melchior und... wieso kann der... Hä? Ich verstehe es nicht ganz, Leute. Wie kann der seine eigene Malaking, die einen gewonnenen sind, in Dämonen verwandeln? Das müsste ja selbst schon einer sein. Man wird hier nur verarscht. Man wird hier echt nur verarscht im Spiel. Aber wäre cool. So, jetzt haben wir noch was anderes zu tun. Und zwar will ich erstmal hier ein bisschen Tabula Rasa machen und so. Vielleicht weil er ein Arsch ist. Und das Gefühl, die ganze Elite um Artoris rum ist sowieso nur ein einziger Freak, nichts mehr. Nicht mehr, nicht weniger. Ganz schön was aus, da hat er eigentlich Sinn noch platt gemacht. Ja, also mit 30, aber trotzdem, komm, jetzt reicht's. Das wäre ausgewichen. Spielt keine Rolle, weil es ist sowieso down. Zumindest mal der erste Wyvern. Ja klar, dass alle drei verwandelt wurden. Okay, eben, das liegt in Ace sein Reaper-Fluch. Was überhaupt passiert ist, das wundert mich ja. Dass Melchior überhaupt diese Kraft hat und dann natürlich auch, warum hat er so eine Scheißkraft? Was soll er bringen?
Und was bringt es überhaupt allen, wa? So, ich bräuchte dringend mal ein bisschen Apfelgelee. Das war ein bisschen Fehlkumpel. So, dann natürlich mal Allheilmittel. Ich denke, dann für Lava ist ganz wichtig, damit er wieder alle heilen kann. Ja gut, ein bisschen Power und sie halten ein bisschen was aus und sitzen auf KP. Ah, Eis kannst du auch noch spannen, wa? Kommt, ist was? Goku rein, so. So, wer hat bald da 3 Esser voll? Ace, wie sieht's aus? Jetzt bald wieder ein bisschen loslegen. Na komm, hier. Looks like you got caught in your own trap, old man. Oh, are you sure about that? What the? I'll take care of the last one. He just saved the wyvern? You folks jump in and kill without a second thought. Is that your creed? Marvelous. Your Siegfried is just the power I've been looking for. What? My work here is done. The hell did you do? Wait, damn you! Follow them! Also das gerade. Also sowohl da, was Melchior getan hat, aber natürlich auch, was da Zavida irgendwie, wie es sich angemischt hat. Ist das so euer Credo? Ja, hier ist noch ein bisschen edelmütig, das wird sich ja in Cestiria zumindest zu Beginn weg noch ein bisschen ändern. Wir haben da voll Edna gesehen haben. Ja, ich hoffe, wir werden da noch mal ein bisschen was von Edna sehen, zumindest. Also ist, wenn es zum Schluss des Spiels geht, in der Charakterkette dann zurück nach Hause oder hat irgendwie so eine persönliche Abschlusssequenz und wir erfahren noch ein bisschen was von Ace und Edna. Wäre irgendwie schon cool. So, Camille. Generation, also da verdammt wenig. Verteidigung kriege ich auch ein bisschen sehr auf die Mütze. Verteidigung plus 2. Ja, ich würde sagen, Ace, der mir, dafür, dass er offensiv eigentlich da ist, hat er mir zu wenig Verteidigung, ganz ehrlich. Aber wo ist er jetzt? Die fallen Loveringen. Ja, Melchior natürlich, es stehen immer noch viele Fragen, trotzdem wäre ich langsam dafür, dass wir den Typen erledigen. Ja toll, wohin bloß wieder raus? Siegfried ist die Kraft, die er gesucht hat. Was hat er nur damit getan? Damn, you sure got some speedy legs for an old fart. I'm glad to see you're okay, Zavid. It's not me that I'm worried about. Melchior was highly interested in your weapon. And yet he didn't steal it. Surely a legate like him could snatch it if he wanted to. Why bother stealing it when you can just copy its hidden formula? Some arts can decipher the workings of other arts in a split second. And guess what Melchior's specialty is? As he left, he said,
My work here is done. The Abbey must have some use for that unknown art. Who knows what? After all, they brought it here from another continent. And we'll find out what they're after and crush it to dust. Let me ask you just one question. Why do you have Siegfried? I'm counting on you, he said. Back when I served the Exorcists, they sent me on a mission to capture Ifrid. Zavid, you were once their slave? Yeah. My mind was under the influence of Inominat's domain. But when Ifrid aimed this baby at me, one shot was all it took to open my eyes. The fight we had after that was one for the books. You might have been a human, but that guy was a beast. Put a song in my soul. But then Melchior had to jump in and spirit Ifrid away with one of his damned illusions. That old bastard! Playing tricks with people's minds. But why'd he grab Ifrid and not Siegfried when he had the chance? He probably didn't know at the time that this guy was the real prize he was after. But Ifrid knew. Right before he was taken, he distracted Melchior long enough to hand Siegfried over to me. Well, that's all I know. Whether you believe me or not is up to you. Got it. We're done here. Huh? That was easy. Ifrid only says I'm counting on you to people he trusts. Is that so? So, what are you gonna do now? Gotta keep looking for Ifrid. Still gotta give this back and settle our score. I doubt you have much time left to get that done. I'd hazard a guess that until now, Melchior was unaware what Siegfried could really do. In other words, he and the Exorcists weren't able to interrogate anything out of their captive. And now that Ifrid's no longer needed, I see no reason for them to keep him alive. You think I don't know that? If you really want to save Ifrid, you probably ought to team up with us. Nope. No can do. Why not? You lot will do anything to achieve your goals. Even kill. Sorry, I'm a fighter, not a killer. I won't steal a single life. That's just my creed. And I've got no intention of changing our pirate creed either. Eisen and Zavid have their own creeds. They both have such strong principles, even though they're so different. Just like humans. So ist es. Melchiors Illusionen, der große Master of Disaster. Schade, ich hatte echt gehofft, dass wir schon mit Melchior fertig wären und den Plan machen würden. Was echt bis zum Schluss noch dauert. Fragen wir Fragen. Ja, in Ifrid, natürlich Velvet einen guten Punkt erwähnt, weil ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie nochmal. Oh, Entschuldigung, bin ans Mikro gekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal irgendwie auf Ifrid treffen werden. Ich denke echt, dass er gesagt hat, dass er. Ja. Vielleicht kommen wir auch zu spät. Das wäre natürlich auch ein Grund dafür. Oder zumindest ein weiterer, sag ich jetzt mal, Tiefschlag für Eisen, der dann dazu führen würde, dass er halt ein Zestirer bereits ein Drache ist. Oder vielleicht sogar noch zu einem Drachen wird hier. Weil Edna noch in Zestirer erwähnt, dass er schon relativ lange ein Drache ist. Aber zu Beginn weg sie noch erkannte, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, und so wieder, die Pistole, sprich Siegfried, die er hat, die hat ein Zestirer immer noch und sein Credo, hat sie nochmal erwähnt, er hat ein festes Credo, was ein Zestirer zu Beginn nicht mehr hatte. Also es muss fast so sein. Entweder es muss was mit Ifrid zu tun haben, schätze ich jetzt mal. Vermutlich, wenn wir sogar Zeuge dabei sind, wie Ifrid getötet wird und wir zu spät kommen. Oder vielleicht sogar Ifrid sich gegen uns stellt und Illusion unterworfen wird. Keine Ahnung. Kann so viele Gründe geben. Aber ich denke mal, das will es mehr erfahren wir wieder in der nächsten Folge. Kehrt zurück zu meinem Held hier im Hafen von wunderschönen Credos. Genau, das waren wir vielleicht sogar in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.